Die Anspannung ist halt, wir wollen dieses Mal einfach nichts falsch machen. Und alle haben mir das Blaue vom Himmel versprochen und ich muss da sicher gehen. Also ich bin ehrlich gesagt positiv, sehr positiv überrascht. Das war der erste trockene Mercedes-Motor, den ich gesehen habe, tatsächlich. Holt euch doch direkt von der Feuerwehr einen LKW und dann habt ihr Ruhe und dann könnt ihr anfangen umzubauen. Dem ist absolut nicht so. Also heißt das, Sie wollen mir jetzt keine weiteren Fragen beantworten, oder? Die kaufen das Fahrzeug unbesichtigt. Theoretisch könnte man den auf 240 PS hochdrehen. Für uns steht fest, wir werden keinen LKW kaufen, in dem wir nicht einmal Probe gefahren sind. So 5 Minuten und 60 €, steht in keinem Verhältnis. Die bieten da gerade alle wie verrückt drauf. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich muss nicht 6.000 € mehr bezahlen dafür, dass mir jemand sagt, okay, hier ist der LKW, guck ihn dir an, ob er dir gefällt. Ich kann dazu aber nichts sagen. Muss den so nehmen, wie er da steht. Und wenn du hier vom Hof gefahren bist und er fällt auseinander, dann hast du Pech gehabt. Flöter. Hatten Sie gesehen, ob an den Ankerblechen hinten irgendwie Ölflecken sind? Das sieht die 917, hatte ich mir jetzt halt angeguckt und das ist durchaus, da gibt es starke Unterschiede, ne? So. Gerade was auch die Pflege angeht. Ich hatte jetzt gerade am Montag erst einen gehabt, nee, Freitag war das und das war eine Katastrophe. Also nicht alle behandeln ihre Fahrzeuge gleich. Um den Dreh haben die den Wechsel gehabt auf Ladeluftkühler. Wissen Sie, ob der einen Ladeluftkühler hat? Und Motorblock vorne in der Ölwanne, wie sieht es da aus? Das ist ja spannend, weil da haben die normalerweise alle irgendwie Probleme. Okay. Aus welchem Bundesland? Es ist jetzt so, Hintergrund ist, im Süden wird dann doch halt recht mehr Salz gestreut. Vom Startverhalten her, wenn er kalt ist, wie sieht es da aus? Räuchert er stark oder nicht so? Also kein Räuchern. Haben Sie gesehen, ob die Flammstartanlage funktioniert? Lenkstangen, also Lenkschubstange und die Spurstange, die Köpfe, die haben da häufig das Problem, dass da die Manschetten kaputt sind. Von den Geräuschen her, wenn er Luft drückt, ein bisschen Geräusche machen die alle, aber ist Ihnen da was aufgefallen? Ich verstehe das schon, aber Sie müssen mich auch verstehen. Ich frage das, weil ich habe mir schon 5 Fahrzeuge angeguckt und alle haben mir das Blaue vom Himmel versprochen und ich muss da sicher gehen, weil nach Leipzig fahren ist für mich, das sind 5 Stunden Fahrt, das kostet Geld und da muss ich die Fragen einfach stellen. Ich hoffe, das verstehen Sie. Also heißt das, Sie wollen mir jetzt keine weiteren Fragen beantworten. Sie sagen, der ist durch den TÜV gekommen. Oder kriegt er frisch TÜV oder wie sieht das aus? Ist Ihnen beim Tacho was aufgefallen? Weil da geht der Kilometerzähler, der funktioniert häufig nicht. Dann Innenraum. Die Fußmatten, Motortunnel, das wird ganz schnell porös bei den meisten. Also jetzt auch schon vielfach gesehen. Haben Sie da irgendwie gesehen, dass da irgendwie die Risse drin sind, dass das spröde geworden ist, auseinanderreißt? Die Fußmatten und der Motortunnel, diese Abdeckung? Nein, ich fahre dieselben Reifen, also ich weiß, wie viel die haben. Also das ist schon ziemlich weit runter. Gibt es die Möglichkeit, also könnten Sie Fotos, noch zusätzliche Fotos liefern? Ich würde ganz gerne irgendwie vom Motor links, rechts einmal ein Foto haben. Im Prinzip die Einstiegsbereiche, die wären gut. Also dass man so sehen kann, dann sieht man eigentlich, dann sieht man eigentlich auch gleich, wie es um die Matten bestellt ist und so. Armaturenbrett hätte ich gerne. Weil da gab es leider auch keine Bilder. Und was noch? Also, Sie sagen so, Rost hat er gar nicht unten. Also so Stabilisatoren, Stoßdämpfer, Getriebeaufhängung, Buchsen. Das können wir dann ja nochmal absprechen, wenn die Fotos da sind. Dann melde ich mich nochmal. Ja, genau, können wir machen. Gut, alles klar. So machen wir es, klar. Danke. Bis dann, ciao. Tschüss. Ja, wie die Händler dann mal so sind, ne? Alles fein, alles schön. Ich bin mal echt gespannt, was denn an dem auch so ist. Dieses Fahrzeug muss ja fantastisch sein. Ja, ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, weil wir haben uns jetzt schon ein paar von den 917 angeguckt und die sind alle so unterschiedlich. Gerade der letzte, wir können ja mal ein paar Bilder zeigen. Oh, grausam, wie die mit dem Fahrzeug umgegangen sind. Und vor allem, wie sie ihn hinstellen, dass man den kaufen soll. Und dann auch noch für den Preis. Also die Leute haben manchmal Vorstellungen.
Da arbeitet noch niemand. Hier keiner ran. Nee. Sind noch nicht im Büro. Guten Morgen. Unser Morgen hat heute sehr, sehr früh gestartet, um 5 Uhr. Wir sind gerade auf dem Weg nach Leipzig, um uns dort den mittlerweile 12. LKW anzugucken. Die ganze Zeit gab es ja jetzt gar keine Fahrzeuge und wir haben schon so leicht Panik gekriegt, ob wir überhaupt noch irgendwie einen LKW jetzt finden werden für unseren Basiswechsel. Ja, wir haben momentan eine Option im Harz auf einen 917 Mercedes. Und heute schauen wir uns noch einen Mercedes 917 an, also den 12. LKW insgesamt. Das war jetzt alles schon geplant, dass wir nach Leipzig fahren. Und gestern Abend noch auf dem Sofa haben wir dann gesehen bei Zollauktion, dass es einen weiteren Mercedes 917 gibt. Und direkt auf dem Weg jetzt nach Leipzig. Und den versuchen wir gerade anzurufen. Noch haben wir da niemanden erreicht. Der zweite LKW, den wir uns angucken wollten heute, den haben wir tatsächlich erreicht. Und zwar wurde der LKW gestern noch bei der Zollauktion, also gestern erst gerade frisch reingestellt. Und Nico hat ihn eben erreicht und ja, wir sind fast da und noch 15 Minuten. Und ja, also wir gucken uns heute 2 LKWs an. Mega cool. Ja, wird spannend, wie er aussieht, ne? Total. Baujahr, ich glaube 91 ist bisher der älteste Mercedes, den wir uns angucken. Aber ansonsten sah eigentlich ganz gut aus. Ja. Interessant ist auch, dass der jetzt für Startgebot 8.000 €. Ja. Also wir hatten ja schon mal so ein Bietergefecht. Das ist ja nicht so gut ausgegangen. Ja, erstmal gucken, erstmal anschauen. Auf jeden Fall sind wir mega aufgeregt wieder. Das sind wir, glaube ich, bei jeder Besichtigung sind wir irgendwie mega aufgeregt. Ja, die Anspannung ist halt, wir wollen dieses Mal einfach nichts falsch machen. Aus den letzten 3 Jahren haben wir natürlich jetzt jede Menge mitgenommen und die Ansprüche sind natürlich auch gestiegen. Ja, wir wollen nichts übersehen. Das ist, glaube ich, immer so diese Anspannung bei uns. Bloß nichts übersehen. Ja, und wir wissen ja jetzt auch mehr als vorher, ne? Genau. Der Löschwassertank, da müsste sogar noch Löschwasser drin sein gerade. Weil wir haben, wo wir den anderen nach der Reparatur, nachdem er dann endgültig hier außer Dienst gesetzt wurde, Links, rechts, geradeaus. wir fahren nach rechts raus. Hier ist auch kein Trucker, wie man jetzt schon gekriegt hat. Wir sind halt vorher in Renault gefahren, der hatte halt noch ein altes ZF-Getriebe drin. Ja. Und das ist so knochig, so sperrig. Das braucht mal ein bisschen Überredung. Wie gesagt, die Bedienung Allrad und Untersetzung ist auf dem Mitteltunnel, Ja, die Drehschalter. ja. Ja, genau. Hier ist, Der hier ist Verteiler, also Lenksperre und Genau. Hinterradsperre. Genau. Wenn das so hier so unsere Hauseinweisungsstrecke für neue Maschinen ist. Ja, fährt sich gut. Also auch ein 92er oder Baujahr 91 ist es dann ja. Steht den neueren Baujahren in nichts nahe. Also der ist leise, fährt sich gut, schaltet sich gut, bremst sich hervorragend. Ja, kann man nichts sagen. Der ist jetzt so von der Geräuschkulisse, vom Motorklang, vom Fahren her, wie der, den wir jetzt als erstes im Harz besichtigt hatten. Und das hat mir ja gut gefallen. Also ich bin ehrlich gesagt sehr positiv überrascht, Baujahr 91, dass der sich so ruhig fährt, dass man sich so wohl in der Wohnkabine, in der Fahrerkabine fühlt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, er räuchert sehr stark.
Jetzt stand er aber auch schon ein bisschen länger, haben die uns gesagt. Auch so vom Innenraum her, was sagst du da so? Ja, da sind die Baujahr 94, auch die wir uns gleich angucken werden. Und den allerersten LKW, der im Harz steht, der ist bei uns auch noch in der Option, in der Kaufoption. Die gefallen mir deutlich besser, die sind halt moderner. Der ist jetzt so bräunlich, so ein bisschen altbacken. Da muss ich schon sagen, die anderen gefallen mir irgendwie ein bisschen besser. Aber gut, auf der anderen Seite, das ist jetzt eine Auktion, kann natürlich jetzt auch günstiger dann werden, die anderen kosten entsprechend. Sind beide jetzt vom Händler, auch wo wir jetzt gleich hinfahren nach Leipzig. Die wollen natürlich auch ihren Obolus verdienen. Also mir gefiel er auch ganz gut vom Fahren her, das fuhr sich wirklich, wirklich gut. Insgesamt hat er mich technisch nicht ganz so überzeugt. Rostmäßig stand er eigentlich ganz gut da, hat so die typischen Stellen gehabt. Hinten bei den Aufnahmen, bei den Stoßdämpfern und bei dem Stabilisator. Aber wirklich nicht viel. Auch der hat leider das Problem, dass bei dem Verteilergetriebe die Ausgangswelle zur Hinterachse ist leider sehr viel Spiel, also für meinen Geschmack zu viel Spiel drin. Das heißt, das Lager ist da schon eingelaufen und müsste eigentlich ersetzt werden. Auch undicht ist es geworden, also man sieht, dass es da feucht drumherum ist. Ist noch kein Tropfen dran, aber halt feucht. Die Lenkschubstange, das ist halt auch mal bei denen irgendwie eine Krankheit, dass da, was heißt eine Krankheit, sind ja nur 30 Jahre alt. Haben sie halt alle. Haben sie irgendwie alle, dass da die Dichtung von den Köpfen kaputt gehen. Ist bei dem jetzt nur eine, aber die Lenkung an sich, die war straff. Also ich meine, man müsste das ja irgendwie hinkriegen, dass man nur die Dichtung tauscht. Also nicht, dass man gleich den ganzen Kopf tauscht. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Das ist halt mal wieder die Seite, die eingepresst ist, die nicht eingeschraubt ist. Reifen sind sehr alt, ne? Genau, die Reifen sind richtig alt, 2006. Die würde ich nicht mehr benutzen, obwohl sie halt ein gutes Profil, also noch, sage ich mal, so 50% noch drauf haben. Aber nur noch Überführung, wenn überhaupt, ne? Ja. Was mir aufgefallen ist bei dem jetzt 91er Baujahr, der hat keine Parabelfedern. Der hat noch die normalen Blattfedern halt. Und so wie unser, ne? Ja, so wie unser. Hat man aber nichts von gehört. Hat jetzt irgendwie nichts geknatscht, nichts geklappert oder so. War eigentlich vom Fahrwerk und vom Fahren auch sehr angenehm, muss man sagen. Wahrscheinlich eher so Mercedes angenehm. Innenraum hat mir auch nicht so gut gefallen. Also das mit dem Braun, das ist irgendwie nicht so meins. Und irgendwie kommt da so ein bisschen altbacken her. Insgesamt ist das Fahrzeug halt sehr dreckig. Man kann jetzt nicht sagen, dass es gepflegt wurde, so jetzt vom Äußerlichen her. Aber wohl doch gewartet, also was es jetzt das Technische angeht. Hier und da ein bisschen was gebrochen, also gerade so die Lenksäule, das kriegt man jetzt nicht so ohne weiteres wieder repariert. Also das ist nur die Verkleidung und darüber reden wir. Ja, bin ich mir noch nicht sicher. Also, aber jetzt fahren wir erstmal nach Leipzig, direkten Vergleich heute ist auch cool, dass wir heute mal einen direkten Vergleich haben, ne, mit dem Fahren. Genau, da hat der Händler angesagt, ist tipptopp, alles toll, alles schicki-lacki. Der hörte sich ganz nett an, aber von nett kann man sich ja nichts kaufen. Deswegen werden wir auch den mal ordentlich durchprüfen. Interessanter Fakt, den wir heute erfahren haben von dem netten Feuerwehrmann. Brandenburg wird waldbrandgefahrtechnisch genauso eingestuft wie Portugal und Spanien. Deswegen haben die hier auch Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge. Wusste ich nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier oben, flach im Norden, eigentlich eher nicht so die Fahrzeuge haben. Deswegen hat man uns auch gewundert, warum wir jetzt in Berlin auf so ein Fahrzeug treffen. Mir fällt gerade auf, wie wunderschön Brandenburg ist. Habe ich überhaupt noch nie so auf dem Zettel gehabt. Hier kann man auch richtig schön mit dem Wohnmobil reisen. Ob man jetzt mit dem Expeditionsmobil hierher muss, ist die Frage so, aber jetzt für Wohnmobilisten wunderschön. Also, und dazu zähle ich mich ja auch. Also wir uns. Also wir haben uns jetzt schon entschieden, wir werden auf das Fahrzeug nicht bieten. Ja, Hauptgrund ist natürlich auch mit die Reparatur am Getriebe, die auf jeden Fall jetzt kommen müsste, die man machen müsste. Auch, dass es so altbacken ist. Also wenn wir jetzt schon das Fahrzeug wechseln, dann wollen wir natürlich auch uns ein bisschen modernisieren, was Neueres, was Schickeres haben. Das gefällt uns beiden nicht, so das mit dem Braun. Und das ist schon echt ganz schön abgerockt. Wir haben die Bilder jetzt nochmal gerade durchgeguckt. Sehr viele Beschädigungen und die Sitze und gefällt uns nicht. Ja, und dann das mit dem Qualm.
Also wir hatten halt gesagt, wenn wir uns ein neues Fahrzeug anschaffen, dann wollen wir auch eins haben, wo wir nicht mehr ständig in einer riesengroßen Qualmwolke stehen. Und das sah echt nicht gut bei dem aus, als er gestartet ist und um die Werkstatt gefahren ist. Ja, hat sich erledigt, war trotzdem nett. Also ein ganz toller Feuerwehrmann, erlebt man auch nicht alle Tage. War wieder eine Erfahrung, aber wir werden kein Gebot abgeben diesmal. Ja, auch von mir. Also bei mir, das Ausschlusskriterium bei mir ist einfach wieder das Verteilergetriebe, dass da, ja, das Kugellager, das Lager ist halt eingelaufen, da hat er auch zu viel Spiel und naja, irgendwann wird es mal kommen, aber ich muss es ja nicht gleich sofort haben. Ja, ist halt nur mal eine Krankheit von denen. Ich werde mir was vermutlich auf Halde legen, beziehungsweise mitnehmen. Aber wäre schon schön, ein Fahrzeug zu kaufen, wo ich dann erstmal nichts Großes reparieren muss. Wir sind da, genau. Alles klar. Jo. Geht's hier nicht? Hört sich ganz anders. Er rummert. Bremsen sind Katastrophe. Die beißen, super schwer zu dosieren. Aber die Motorgeräusche sind überhaupt nicht geil. Laut. Mega unterschiedlich, ne, diese Fahrzeuge, ne? Ja. Und so spät, die Bremse kommt so spät. Beim anderen war das wie in einem Auto. Total exakt. Fein dosiert. Aber ich finde eher die Geräusche total unangenehm hier drin. Übel. Und ich habe gerade festgestellt, beim Bremsen, also wenn ich ein bisschen stärker bremse, dann blockiert hinten irgendwo ein Reifen. Das kann bei der Beladung überhaupt nicht sein. Außerdem hat er ABS. Davon habe ich nichts gehört. Nee, das wird nichts. Nee, der ist durchgefallen. Also ich fühle mich auch total unwohl hier drin. Ja, macht null Spaß. Ist Katastrophe. Genau, für mich auch. Und fühlt sich total unsicher an. Ja. Beim Beschleunigen höre ich Wellengeräusche. Also mit der Geschwindigkeit immer mehr werden. Also es kommt nicht vom Motor, sondern irgendwo von irgendeiner Antriebswelle. Und so ein Heul. Zum ersten Mal bei so einem Fahrzeug hier. Ich habe ja schon ein bisschen was bei der Probefahrt erzählt. Leider ist auch der irgendwie nichts. Haben uns dagegen entschieden. Ich habe auch mal eine Liste gemacht, beziehungsweise Yvonne hat das aufgeschrieben, was ich ihr von unterm Fahrzeug zugerufen habe. Also was uns gleich aufgefallen ist, dass irgendwie vorne an den Zugösen das eine verbogen. Und ich frage mich, wie man das hinkriegt. Also gut, die sind geschraubt irgendwie. Vielleicht hat sich das so ein bisschen da... Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, weil gleichzeitig ist am Zugmaul auch noch irgendwie so eine Einkerbung an der Stoßstange. War schon mal merkwürdig. Hinten dann am Unterfahrschutz der ist auch verbogen gewesen. So, davon mal abgesehen, insgesamt war der LKW so jetzt in einem tollen Zustand, was es jetzt
die Materialien angeht. Also der Rahmen hatte keinen Rost und auch so war jetzt nicht verölt. Also der Motor war wirklich trocken. Es war der erste trockene Mercedes-Motor, den ich gesehen habe, tatsächlich. Also 917 OM 366A Motor. Der sechste. Der sechste. Ja, die Reifen, die waren durch 2010. Das hatte ich auch, glaube ich, schon erzählt. Maximal zur Überführung. Das Differential, also bei dem war tatsächlich das Differential vorne von der Vorderachse, hatte leichtes Spiel gehabt, also da die Welle. Das hatte ich bei keinem anderen bisher gehabt. So, dann natürlich ganz klar das Verteilergetriebe, Ausgangswelle zur Hinterachse, auch, ich würde sagen, bestimmt 2 mm, 3 mm Spiel gehabt. 3 mm kommt hin. Muss gemacht werden. Also fand ich schon auch zu viel. Er verliert Luft. Der Motor, also in dem Fahrerhaus, das hat auch wieder gewummert da drin. So, das Gaspedal ging schwer und die Bremsen, das hat sich so katastrophal gebremst. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht kenne ich mich da noch nicht gut genug aus. Der Verkäufer meinte, ja, liegt daran, weil es Trommelbremsen sind und der schon so lange stand. Mag sein, weiß ich nicht. Aber bei den anderen 5 war es nicht so. Trotzdem, das fuhr sich irgendwie, der Motor hört sich auch nicht schön an. Also nicht schön, also nicht gut an einfach. So. Hat auch so komisches Wellengeräusch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Wenn man halt so ein Anfahrgeräusch hat und es jault da so ein bisschen, so ganz leicht was. Und dann schaltet es den nächsten Gang und dieses Jaulen verändert sich mit dem Gangschalten nicht, sondern die Frequenz wird immer höher. Das kommt von irgendeiner Antriebswelle. Ne? So. Ich glaube, das habe ich beim Renault dann irgendwann auch so ein bisschen gehabt. Würde mich jetzt nicht sofort so mega stören, aber ich hatte es bei den anderen Mercedes nicht gehabt. Ja, und dann hat er uns noch einen anderen gezeigt, der steht hinter uns. Meinte, naja, den wollte er eigentlich selber aufbauen. Der ist sogar mit Ladeluftkühler, den hätte ich ja gerne. 95er Baujahr, aber wir können den leider nicht Probe fahren, weil der Hilfsrahmen hinten drauf nur raufgeschnallt ist. Und damit fahre ich nicht. Schade. Aber da hat er schon beim Anlassen, also beim Stand, auch schon so ein, ich weiß nicht, das sind so Schallwellen, so ein Wummern in der Fahrerkabine. Klar gibt sich das dann, wenn man dann fährt und der Motor nicht mehr im Stand ist, dann gibt sich das so ein bisschen. Natürlich kann man dann gucken, wie man das dann irgendwie entdröhnt, aber... Muss man sich nicht antun, wenn man gleich einen vernünftigen sich kauft. Ja. Also man kann zumindest sagen, über alle Fahrzeuge, die wir jetzt gesehen haben, es gibt halt nicht den perfekten. Okay, ist mir klar. Ist klar, dass ihr das auch reinschreiben werdet in die Kommentare. Wir müssen uns halt jetzt irgendwie die Karten legen, auf was wir Wert legen. Und definitiv sind das auch die Fahrgeräusche. Weil bei dem im Harz habe ich halt gesagt, so will ich reisen. Das habe ich noch in Erinnerung. Ich hoffe, ich habe das nicht zu verklärt in Erinnerung, weil das ist ja nun auch schon ein paar Tage her. Und ich meine, dass da beim Verteilergetriebe nicht das Problem war. Und ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Ich möchte noch mal eine Sache zu diesem Mythos LKW direkt von der Feuerwehr sagen. Wir haben jetzt schon, das ist der 6., ich glaube der 6. mit dem hinter uns, der 7. Mercedes uns angeschaut und die haben alle nur 22.000 gelaufen und mit jedem Fahrzeug ist irgendwas. Also dieser Mythos einfach, ja, holt euch doch direkt von der Feuerwehr einen LKW und dann habt ihr Ruhe und dann könnt ihr anfangen umzubauen, dem ist absolut nicht so. Also das haben wir jetzt wirklich festgestellt. Seid da bitte auch vorsichtig, wenn ihr auch noch auf der Suche seid. Schaut da genau hin, nehmt euch irgendwie Leute mit, die das ein bisschen einschätzen können, weil da kann man, glaube ich, auch ganz gut auf die Nase fallen, dass man immer, wenn wir mit den Verkäufern auch telefonieren, dann meinen die auch immer so am Telefon, ach, was soll denn mit dem sein, der hat doch erst 22.000 gelaufen. Ja, und jedes Mal, wenn wir irgendwie da sind, dann finden wir 1000 Sachen. Und das krasseste Erlebnis, was wir hatten, das war jetzt vor knapp 4 Tagen, von dem wird euch Nico gleich mal was erzählen. Dieses Fahrzeug, das war so eine Katastrophe, direkt von der Feuerwehr. Und Nico gibt gleich mal einen kleinen Bericht ab, was wir da erlebt haben. Hierbei handelt es sich um ein Fahrzeug, das 30.000 € kosten soll. Okay, sie haben Verhandlungsbasis reingeschrieben, aber 30.000 €. Wir dachten in dem Moment, wow, das muss richtig gut dastehen, also so richtig gut. Okay, ich lese einfach mal vor. 31.500 Kilometer, Baujahr 94, Reifen komplett runter, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Schief abgefahren, also Sägezahn drinne,
ungleich abgefahren und dann haben sie einen Reifen nur ersetzt mit vollem Profil. Hinten auf der Hinterachse links. Nicht beide, einen. Bin runtergegangen und dachte so, was haben die mit dem LKW gemacht? Der war sowas von verschlammt. Klar, da sieht man dann nicht so viel Rost, wenn dann alles mit Schlamm verdreckt ist. Ich weiß nicht, wo die mit dem rübergejuckelt sind. Radlager, Verteilergetriebe, richtig viel Spiel gehabt und zwar beidseitig. Also zur Hinterachse und zur Vorderachse hin, beide Lager im Eimer. Dann Kompressor, fördert Öl in die Bremsanlage, habe ich am Überdruckventil Finger reingesteckt, geguckt, richtig viel Öl rausgeholt. Dann Kupplungsgeberzylinder, die sitzen so ein bisschen ungünstig vorne links beim Einstieg. Die haben immer mal so ein bisschen, kriegen immer ein bisschen was ab, aber der war sowas von verrostet. Stoßdämpfer, Ölfleck, defekt. Lenkschubstange ist typisch bei den Dingern, war aber halt auch diese Manschette kaputt. Wellendichtring von der Hinterachse, also links am Rad, also Radlager letztendlich auch undicht. Vereinzelt Rost gehabt am Rahmen, überall verteilt. Dann die Matten, also alles so, das was so drin war aus Kunststoff, also die Matten und über den Motortunnel total spröde am Zerfallen. Das Tacho war defekt, das hat maximal bis 60 angezeigt, dann hat es einfach aufgehört. Ölwanne, also am Motor, das war richtig viel Öl. Also er hat nicht getropft, weil er einfach so viel Dreck dran hatte, was den Öl aufgesaugt hat. Deswegen hat er nicht getropft, aber ansonsten war der verölteste Motor, den ich je gesehen habe. Für mein Empfinden, also was ich jetzt so mal über den Daumen peilen kann, was das an Reparaturkosten hätte bedeuten können, ich schätze mal fünfstellig auf jeden Fall, irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Würde ich mal sagen, locker. Wenn man das in der Werkstatt macht, denke ich schon. Ja, sonst noch was? Ja, natürlich haben wir kein Angebot gemacht. Ja, und dann wurde mir noch erzählt, ja, sie haben schon ein Angebot aus Griechenland, von der Feuerwehr, alles klar. Interessanterweise haben wir heute von dem Verkäufer gehört, er hätte auch schon ein Angebot aus Griechenland. Mag sein, dass die Griechen gerade rumfragen, sich versuchen irgendwie Feuerwehren aus Deutschland zu besorgen, aber Angebote sind das mit Sicherheit noch nicht, das sind höchstens Anfragen. Gut, also 30.000, 31.500 Kilometer, Baujahr 94, direkt von der Feuerwehr. Katastrophe. Kann nicht schlechter von einem dubiosen Händler kommen. Sagt man, dass wir mega enttäuscht sind. Ja, das war wieder enttäuschend. Die ganze Fahrt, ne? Naja, gut. Ich meine, irgendwie rechnet man ja, oder muss man damit rechnen? Zum Glück haben wir uns heute 2 Fahrzeuge angeguckt. Nicht nur wegen dem einen jetzt herbekommen. Ja. Und tatsächlich muss ich sagen, so verdammt, ey, wie gut dieser alte 92er da gestanden hat. Nur der Innenraum halt, ne? Ja. Da gefahren hat er sich richtig gut. Ja. Aber dann noch die Verteilergetriebegeschichte, ne? Na gut, also gefühlt war das bei dem nicht ganz so heftig wie bei den anderen. Es war zwar da und Kündigt sich an, ne? es kündigt sich an auf jeden Fall. Vielleicht würde ich noch eine Weile damit fahren. Wahrscheinlich irgendwie bis runter nach Griechenland, um es da dann tauschen zu lassen. Ach Mann, ey. Schade. Also ich hatte echt heute so richtig Hoffnung gehabt bei diesem LKW. Aber das zeigt halt, an den Preisen kannst du es einfach nicht festmachen, ob du ein viel besseres Fahrzeug zu sehen kriegst. Er stand gut da, also kann man nicht sagen. Er hatte keinen Rost gehabt. So technisch schien er auch so weitestgehend in Ordnung zu sein, so, aber irgendwas passte da nicht. Also wie gesagt, das mit den Bremsen, Motorgeräusche. der Motor, diese Geräuschkulisse in der Kabine, das ist ja gut, am Ende hat es halt auch einfach damit zu tun, gefällt einem das Fahrzeug so wie es fährt, weil sie eben doch alle einfach unterschiedlich sind. Und deswegen ist es so wichtig, die Teile Probe zu fahren vorher. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie Leute den ungesehen ohne Probefahrt einfach so wegkaufen. Also es sind wahrscheinlich hauptsächlich alles Händler, aber bei der Versteigerung, wo wir da überboten worden sind, das muss ein Privater gewesen sein. Kein Händler bezahlt so viel Geld, da ist gar keine Marge mehr drin. Ich habe auch gehört irgendwie, dass es Leute gibt, die halt andere Firmen beauftragen, die das Fahrzeug dann für die kaufen und dann fertig machen und die Kabine draufsetzen und dann das erste Mal mit diesem Fahrzeug fahren. Ey, das ist ja
mega gefährlich. Was ist, wenn euch die Art und Weise, wie dieses Auto fährt, überhaupt nicht gefällt? Ne? Also ohne Probefahrt, ich würde das nicht machen.